Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Ich habe im Originalzubehör von Mazda mal wieder ein richtig interessantes Produkt für euch entdeckt, das vor ein paar Tagen erschienen ist. Und zwar ein Apple CarPlay und Android Auto Wireless Adapter. Das heißt, das Gerät macht euer bestehendes kabelgebundenes System komplett kabelfrei. Also eine ziemlich geniale Sache. Ich habe das natürlich direkt für euch bestellt. Wir packen das heute mal aus, schauen uns das näher an. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Legen wir auch direkt los und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich zeige euch gleich mal das Produkt, wie es bei euch ankommen wird, wenn ihr es bestellt. So eine schicke weiße Box bekommt ihr also, und wenn ihr euch jetzt fragt, wofür braucht ihr das denn eigentlich? Ihr habt doch schon Android Auto und Apple CarPlay in eurem Fahrzeug. Nun, grundsätzlich gibt es dieses System schon sehr lange im Fahrzeug, allerdings haben die meisten Mazda-Modelle noch ein sogenanntes kabelgebundenes System. Das bedeutet, wenn ihr ins Auto einsteigt und wollt euer System nutzen, müsst ihr es erstmal lästig ans Kabel anstecken. Und das ist natürlich dann immer mehr oder weniger mühsam. Manchmal habt ihr das Handy noch in der Handtasche oder so. Und viel schöner wäre es doch, wenn das Ganze komplett ohne Kabel funktionieren würde. Und deswegen haben wir auch schon so viele Anfragen von euch bekommen, ob es da nicht irgendwelche Geräte gibt, mit denen man das machen kann. Und wir hatten euch tatsächlich auch schon einige Videos dazu vorgestellt. Heute aber nun endlich das Originalprodukt von Mazda. Die haben hier also reagiert und eins selber rausgebracht, und das schauen wir uns natürlich jetzt mal näher an. Und ich muss auch zugestehen, als ich das Bild, das war nämlich genau dieses Produktbild, das erste Mal gesehen hatte, das war tatsächlich vor ungefähr einer Woche, da hatte ich mir gedacht, das kommt mir doch ein bisschen bekannt vor, war mir nicht mehr so 100% sicher, weil wir schon so viele Sachen getestet hatten. Und als ich dann heute die Schachtel das erste Mal in der Hand hielt, da war mir einiges klar. Ich zeige euch mal was. Zwei Boxen, relativ ähnlich. Diese Box haben wir euch bereits vorgestellt im November 2023, war das, glaube ich. Das ist der Carling Kit 5.0, damals relativ frisch rausgekommen. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Produkt. Und ja, man sieht doch relativ eindeutige Ähnlichkeiten. Von der Seite etwas andere Beschriftung, hinten relativ ähnliche Darstellung. Und anscheinend ist hier Mazda also eine Kooperation mit Carling Kit eingegangen, hat ihre eigenen Produkte sozusagen gelabelt und auf den Markt gebracht. Und grundsätzlich finde ich das auch wirklich sehr gut. Denn aus meiner Sicht ist dieses Carling Kit eines der besten Produkte auf dem Markt, weil es mehrere Vorteile vereint. Zum einen ist es eine Kombination für Apple-User und Android-User. Das heißt also, ihr braucht nicht zwei Boxen, sowohl für die einen als auch für das andere Smartphone. Da gibt es wirklich viele auf dem Markt, die nur eins können. Dieses Produkt kann beides. Und zusätzlich haben wir auch schon gemerkt in der Vergangenheit, dass hier wirklich auch ein sehr, sehr guter Support dahinter steht. Das heißt, wenn die Kunden irgendwelche Fragen haben oder Störungen haben, da wird hier wirklich auch schnell reagiert. Und es gibt regelmäßig Updates, die sich zusätzlich auch noch sehr, sehr leicht updaten lassen, ohne dass man jetzt hier irgendein Raketenwissenschaftler sein muss. Also das ist wirklich auch für den Anwender, der jetzt nicht so technisch ist, wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass Mazda gerade dieses Produkt genommen hat. Das macht es uns jetzt natürlich auch ein bisschen leichter in Zukunft für euch. Da brauchen wir nicht ganz so viele Videos machen, weil im Endeffekt dann die Carling Kit 5.0 Videos ganz genauso hier funktionieren. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, ist dann auch so ein bisschen der Packungsinhalt. Was hat Mazda denn verändert? Außer der Umverpackung gibt es dann noch irgendwelche Modifikationen, und das schauen wir uns jetzt hier mal direkt an. Ich packe das Ganze mal für euch aus. Außen hatten wir ja kleine Unterschiede festgestellt. Im Endeffekt wurde da nur das Herstellerlogo und so weiter entfernt. Wir gucken mal in die Schachtel rein. Wir haben hier so eine schicke weiße Umverpackung. Finde ich auch ganz schön hier als, ja, wie soll ich sagen, als Geschenk geeignet, wenn sich jemand sowas wünscht. Und da sehen wir jetzt schon mal hier das Ganze gebettet in dieser Schachtel drinnen. Ich hole es mal raus. Von den Abmessungen absolut identisch. Und ich hole, glaube ich, mal das andere Produkt raus. Sekunde. So sieht man es, glaube ich, ganz gut hier auf dieser Seite. Das Carling Kit Produkt. Hier ist dann vorne das Carling Kit Logo auch beleuchtet. Beim Mazda hat man hier so eine Art Audiopegel. Finde ich tatsächlich ein bisschen hübscher. Ganz schön wäre es natürlich gewesen, wenn sie hier so ein eingefrästes Mazda Logo reingetan hätten, das richtig beleuchtet ist. Das wäre richtig cool gewesen. Wir drehen das Ganze mal um. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hinten noch ein kleines Mazda-Logo drauf. Unten steht die Teilenummer direkt von Mazda. Also das ist auch nochmal anders. Und an den Seiten und auch an den Anschlüssen ist allerdings alles komplett identisch. Wir schauen mal noch weiter in die Schachtel rein, was es noch zu entdecken gibt. Hier, wenn man das Ganze öffnet, bekommt ihr zwei Kabel. Auch das ist bekannt, relativ kurze Kabel. Einmal von Autos, die USB-A-Anschlüsse noch haben, auf den USB-C-Anschluss von der Box. Die Box hat ja zwei Anschlüsse. Einmal hier der USB-C, das ist dann der für die Verbindung zum Auto notwendig ist.
Und der USB-A-Anschluss, den braucht man dann eben für Updates, wenn man hier die Box eben über den USB-Stick updaten möchte oder hier zum Beispiel auch einen USB-Stick mit Musik anschließen will, falls man nur einen USB-Anschluss im Auto hat. Dann gibt es noch ein USB-C auf USB-C-Kabel, auch sehr schön kurz, praktisch und damit natürlich dann für die Autos gedacht, die eben nur noch einen USB-C-Anschluss im Auto haben. Es gibt wie beim anderen auch hier eine Anleitung, da hat sich auch nichts verändert. Die Anleitung selber ist in allen möglichen Sprachen, also auch in Deutsch vorhanden. Das Ganze ist aber ziemlich selbsterklärend. Wir haben euch ja auch schon ein ganz ausführliches Video zu diesem Produkt vorgestellt und da es sich jetzt hier wirklich um ein gelabeltes Produkt von Mazda handelt, könnt ihr dieses Video einfach anschauen. Da gehen wir mit euch Schritt für Schritt durch, wie ihr das Ganze an eurem Auto einrichten könnt. Ich verlinke euch auch nochmal das Video zum Update. Das heißt, wir zeigen euch auch hier schon im Video ganz detailliert, wie man dieses Produkt updaten kann. Es geht ziemlich einfach und von daher empfehle ich euch einfach diese beiden Videos. Müssen wir jetzt hier in diesem Video, glaube ich, nicht nochmal entsprechend erklären. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch schon mal erlaubt, das Ganze im Fahrzeug anzuschließen, um zu schauen, gibt es hier irgendwelche Unterschiede. Ich dachte, vielleicht kommt da irgendwie noch so ein Mazda-Logo oder irgendwas Besonderes, aber nein, es ist tatsächlich ganz genauso wie das Originalprodukt und auch von der Software, von der Geschwindigkeit gibt es also keinerlei Unterschiede. Ich habe auch noch direkt in das Setup-Menü reingeschaut, ob da irgendwelche Einstellungen vorhanden sind, die eben speziell für Mazda programmiert wurden. Auch hier ist alles in den normalen Standardeinstellungen, also gibt es nichts, was wir euch dann damals irgendwie anders oder falsch erklärt hatten. Was mir noch aufgefallen ist, dass im Endeffekt hier schon vordefiniert der Bluetooth-Name und der Wi-Fi-Name auf Mazda optimiert wurde. Das heißt also, wo bei dem Originalprodukt AutoKit da stand, musste man das eben manuell in Mazda zum Beispiel umändern, wenn einem das nicht gefallen hat. Und hier erwartet euch dann sozusagen als Bluetooth-Name und als Wi-Fi-Name direkt auch Mazda, weil das Ganze natürlich auch auf Mazda gelabelt wurde. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, wo könnt ihr denn das Ganze dann eigentlich bestellen? Das ist ziemlich einfach. Ihr müsst nur zu eurem Mazda-Händler gehen oder anrufen. Am besten ihr nennt die unten eingeblendete Telefonnummer. Wenn er das für euch bestellt, ist das meistens innerhalb von 24 oder 48 Stunden da. Vielleicht hat er es sogar schon auf Lager. Und das Ganze hat natürlich einen riesen Vorteil. Ihr müsst euch nirgendwo in irgendeinem Webshop registrieren. Kein PayPal, keine Kreditkarte. Da gibt es ja auch einige, die das eben nicht mögen. Ihr könnt es direkt vor Ort ausprobieren, wenn Probleme auftauchen. Natürlich den Mazda-Händler entsprechend auch direkt mal um Hilfe fragen. Oder natürlich auch, wenn irgendwas gar nicht mehr funktioniert, also Garantiefall, könnt ihr euch auch immer an euren Mazda-Händler wenden. Das hat natürlich ganz viele Vorteile und natürlich auch dieses kleine süße Mazda-Logo hinten drauf, wenn man es verschenken will. Auf jeden Fall eine nette und schnuckelige Sache. Jetzt gibt es natürlich bestimmt auch den einen oder anderen Schnäppchenjäger unter euch und auch für euch haben wir natürlich was. Schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung oder in die Kommentare rein. Wir haben speziell bei CarLinkit für euch einen sogenannten Couponcode oder Rabattcode. Das heißt, ihr werdet also dann direkt auf der Webseite von CarLinkit das Produkt bestellen, mit diesem Code nochmal zusätzlich günstiger. Das Ganze dauert zugestanden dann deutlich länger, also im Schnitt zwischen 7 und 10 Tagen. Ihr habt natürlich dann kein Mazda-Logo und müsst euch tatsächlich in einem Webshop registrieren oder auch ein PayPal- oder Kreditkartenkonto besitzen, aber könnt dadurch natürlich auch ein paar Euro sparen gegenüber dem normalen Preis. Ja, ansonsten an dieser Stelle ist das Video zwar jetzt nicht ganz so lange geworden, wie ich eigentlich dachte, aber es macht jetzt auch wirklich keinen Sinn, euch jetzt hier nochmal alle Details zu zeigen. Wie gesagt, schaut am besten unser Video zum CarLinkit 5.0 an. Da haben wir euch wirklich alle Details gezeigt. Gibt es auch schon sehr viele Nutzererfahrungen in den Kommentaren, könnt ihr gerne auch mal schauen, was denn andere über dieses Produkt denken. Hat euch dieses Video gefallen? Wie immer, lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie immer, packt es unten in die Kommentare rein. Versuchen wir natürlich immer so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn euch unser Kanal gefällt, denkt dran auch zum Abonnieren. Das ist nämlich kostenlos für euch. Und wenn ihr diese Glocke drückt, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ansonsten, ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Video.